Willkommen zurück zu Gran Turismo 6 und heute, wie angekündigt, möchte ich mit euch die verschiedenen Filmchen angucken, die es zu Vision GT zu sehen gab. Da gibt es natürlich in Zukunft sicherlich noch mehr zu sehen mit den ganzen Vision GT Autos, die hier noch kommen oder auch vielleicht nicht kommen. Ja, ich meine, ich weiß immer noch nicht, was Nike hier mit dem Auto groß machen will. Ja, lass uns einen Schuh mit Pizzen als Räder machen oder so. Naja. Gut. Angeguckt habe ich mir davon schon Dry, so wie es aussieht. Habe ich aber nicht wirklich. Haha. Gut, und wir gucken uns jetzt nach und nach an. Ich packe das deswegen alles in eine Folge, weil ich zum einen finde, dass das ein kleines Extra ist. Jeder, der Gran Turismo hat sich den vielleicht schon mal angeguckt und möchte die Folge nicht gucken. Der kann das dann einfach überspringen, dann zwinge ich euch das nicht ganz normal im Let's Play auf. Also wer schon geguckt hat, keinen Bock drauf hat, kann einfach in die nächste Folge reingucken. Und zum anderen wird wahrscheinlich der ein oder andere Copyright-Claim berechtigterweise auf YouTube kommen. Ich meine, wir gucken uns nur deren Video an. Und von daher haben die da auch berechtigtes Copyright dran, da werde ich auch keinen Einspruch gegen erheben. Ist ja nicht mein Content. Ja, ich meine, wenn ich selbst den Wagen über die Piste bewege und dabei irgendwelchen Quatsch erzähle, dann ist das zu großen Teilen mein Content. Aber so fangen wir mal an mit Aston Martin. Ich weiß nicht, ob ich dazu groß was sage oder ob ich mir das auch einfach mal angucke. Denn mich interessiert es wirklich, wie das Ganze aussieht. Mal schauen. It's the shape, the form, the proportion. It's our iconic grille shape. It's the balance and integrity of materials. It's beautiful, crafted, sculpted. It's something groundbreaking that no one's seen before. Yeah, we were allowed to break the rules somewhat with this one. It really showcases what Aston Martin is all about. Power, beauty, and soul. DP100 is something very, very special for Gran Turismo. For me, the initial idea always starts with a sketch, producing something which is touched by human hand, but it's seen in a virtual world. What's unique about the car compared to everything else we do today is its mid-engine layout. As true mid-engine, DP100 allows us a completely different form language that still maintains the Aston Martin feel and character. We've effectively used the same processes, the same principles to design this car for the game that we would in putting a car on the road. So all the shape and the form had to be real. We look at three elements: the sketch, the engineering, and the CAD. And we also have the delivery through sculpture. Beauty is probably number one. We spend an obsessive amount of time looking at the car in different lights to make sure this car looked great from every single angle. With the design of a car like DP100, the colours and materials are hugely important. We're able to link some of the exterior finishes and interior finishes and be totally free with where we can apply them. With the virtual world, we can push the boundaries. For a designer, it's the ultimate in freedom. We give the car a lot of power. We've been very inventive with the aerodynamics. It's going to have the great feel, perfect balance, and that sound, that rush of sound each time you change a gear. That's something which is so special in Aston Martin. You'll feel all of that in the DP100. All of our racing technologies, all of the passion that we put into our road cars are here in DP100. It is a true winner. Ja, der Aston Martin DP100. Also ich muss sagen, ich finde, der sieht aus wie ein Bugatti Veyron in futuristisch. Also allzu viel Aston Martin Designsprache kann ich jetzt darin nicht so erkennen. Aber nur gut. Na, so soll es sein. Wie er sich fährt, das werden wir in wahrscheinlich der nächsten Folge dann erfahren. Und wir fahren jetzt fort mit Nissan. The design brief was more or less try to design a car that looks fast, that looks super interesting, that just make people go wow.
Vision GT is a very exciting global project, and it's fabulous for us to get the chance to express our design for a future concept in the game. The Concept 2020 is basically what every designer always dreams about. It was super exciting to work on a project with no boundaries at all. Designer had a kind of initial line drawings, and we actually skipped all the clay model stages and interpreted directly to digital. We could really understand the form using our Powerwall screens, using technology to bring this future concept into reality. We can use pure aerodynamic performance for the first time, and that is going to add a huge advantage in the game itself. タイヤとキャビンの間に風を通すようにして必要最低限の空気の切り裂き量にして空気抵抗低減を図っています。You have this strong front fender connected to it, very round, very sculptural. And then in contrast, the rear fender, which is more constructed and more wing-light, very lightweight. When you need to have a high downforce, the actual rear wing is adjustable. So it's automatically elevate the height of the wing. When you're driving this car, you're really going to feel fantastic acceleration. You get this feeling of energy that just surrounds you. It's super extreme, super low, super wide, but also very aerodynamically refined. It's like a jet fighter grounded on the road. With all this energy and excitement, this innovation, this is still very obviously a Nissan. Ja, der Nissan 2020. Ein weiterer Wagen, an dem man einen krassen Trend sieht. Ich finde, das sieht man bei jedem Vision GT-Wagen irgendwie. Die sind alle sehr breit und relativ flach. Ich meine, aus aerodynamischer Sicht natürlich total logisch, weil je breiter ich einen Wagen mache, desto mehr Fläche habe ich, um Anpressdruck zu generieren. Und je tiefer ich ihn mache, desto weniger Luftwiderstand habe ich im Allgemeinen. Das ist natürlich für die Straßenlage besser und ich kippe auch nicht so schnell. Aber ich weiß nicht, ich würde mir halt mal von einem der Großen so ein Konzept wünschen wie den Light Car Company Rocket. Weil wenn man sich jetzt die hier so anguckt, finde ich, sehen die alle mehr oder weniger gleich aus, oder? So von den groben Formzügen. Der Mitsubishi sieht da noch mal ein bisschen anders aus, aber kommen wir erstmal zum Volkswagen GTI Vision GT. So langsam können sie auch mal Dubstep beenden. War das jetzt alles? Oder kommt noch? Nö, das war alles? Okay. Schwacher Film, muss ich sagen. Wirklich schwacher Film. Also ich möchte schon Leute haben, die dazu irgendwas erzählen. Naja. Vision GTI. Der, von dem man sagen könnte, es sei ein Frachtcontainer draufgefallen. Hat sich aber extrem gut gefahren, muss ich sagen. So, dann mit dem genauen Gegenteil fahren wir jetzt fort. Den Mitsubishi, der hat mich nämlich vom Fahrerischen gar nicht überzeugt. 私たち三菱自動車は50年にわたりモータースポーツに参加してきました。今回 XR というコンセプトカーをベースにレーシングカーを作りました。皆様もぜひお楽しみください。四輪それぞれの駆動力を最大限に引き出せる PHEV システム、それに加えましてアクティブ用コントロールシステムは電動式で左右輪のトルクに分けるドライバーの意のままにコントロールできるシステムになっております。
三菱自動車の車開発では空力は常に重要な役割を果たしてきました。いかにダウンフォースを空気抵抗を増やさずに獲得するかというところをこの車の開発ではより注意して行いました。この車コンセプト XR-PHEV エボリューションのデザインコンセプトはアスリートフォルムです。アスリートがまさにクラウチングスタートを切る瞬間の緊張感であったり瞬発力を表現しています。全てその速く走るためその目的のために角度や細かい高さの調整など設計者とともにデータを見ながら決めていきました。Das war also der Mitsubishi XR Vision GT. Ja, Gran Turismo 6, wir wissen alle, wie das Spiel heißt, das wir gerade anhaben. Der BMW! Den sind wir zusammengefahren. Auf dem Nürburgring. First time I heard about the idea for us to design a car for GT6, I actually didn't quite believe it at the same time. I thought it was pretty amazing opportunity for us. BMW stands for sheer driving pleasure, and this fits very much to our cooperation. グランツーリスモがすごいわけじゃないんですよ。グランツーリスモに収録されている車を作っている人たちがすごいんですね。そのエネルギーがグランツーリスモを通じてプレイヤーに伝わっている、そういうことだと思いますね。As you know, we do concept cars, but we rarely do concept cars that can drive, full on like they do in the virtual world of GT6. That's pretty much a once-in-a-lifetime opportunity. Our engineers on the one side and on the other side our designers worked very hard through several months. The design process behind this car is similar to what we usually do, but maybe in a much more compact version, if you will. Everything we did, aerodynamic functions as well as all the other technical functions, are not just a design issue. It has to work really well. I mean, it's designed and conceived, engineered actually to race. Engineered in the virtual world, but engineered to race and win. このね、ビジョン GT カー、どこが BMW らしいかというと、まずコンパクトなサイズ、それと、前後の、張り出した、オーバーフェンダー、ボクシーなところはボクシーで残していて、でもきちんと、モダンでエレガントなラインも、入っていて。I think when you look at the car, you'll see typical BMW proportions with the short front overhang, the long hood, the rearward cabin, but all of that in an extreme package, basically. Super low, super wide. So the first impact from this car is going to be just like pure BMW racing feeling.
will see as well some typical BMW icons, the kidneys, the double round headlamps, the L-shaped tail lamps, the Hofmeister kink. All of that are things that you find on our production cars, and you will find on that car as well. It's this red thread that goes through every BMW that is essential to what we do. This car is pure BMW sportiness, pure BMW dynamics. It's a precise driving machine that just looks the part and actually drives exactly the way you expect the BMW to drive. Ein schönes Filmchen. Vor allem finde ich auch, sieht der Wagen relativ gut aus im Vergleich zu manch anderen. Also ich finde den Aston Martin hässlich. Ich finde den Aston Martin wirklich hässlich. Na, da finde ich den BMW, der ist halt irgendwie der klassischste von allen hier so. Ich finde die Benz Vision GT-Dinger aber auch nicht scheiße. Der Nissan geht auch, Volkswagen geht auch, Mitsubishi sieht irgendwie aus wie so ein Hovercraft, finde ich. Frag mich nicht warum. Naja, dann gucken wir nochmal in den normalen Vision GT rein. Ich weiß nicht, ob die Videos vom Vision GT und Vision GT Series sich unterscheiden. Also wegen dieser Intro-Musik, die jetzt gerade läuft, ist zum Beispiel gerne mal ein Copyright-Anspruch entstanden. Kann man sich überall kaufen. Diese epische Intro-Musik. Kann man sich lizenzieren für seine eigenen Videos oder so, falls da einer von euch Interesse dran hat. Ja, das war jetzt nicht allzu lang. Der Benz Vision GT, der erste. Schöner Wagen, sieht nicht ganz so aus wie andere Benz. Die sind echt gut. Was auch meiner Meinung nach ganz gut ist, denn die sind echt nicht hübsch. So, mal schauen, ob es für die... Nö. Da gibt es kein eigenes Intro für die Vision GT Series Fahrzeuge. Weiß gar nicht mehr, was groß der Unterschied war in den technischen Daten, ehrlich gesagt. Ja. Steht da nicht drin. Ich hätte jetzt gerne einmal das Datenblatt gehabt, egal. Könnte ich jetzt nachgucken, muss aber nicht sein. Das war's jetzt also grob. Als kleinen Schmankerl für die jetzt zugeguckt haben, habe ich noch meine Volkswagen GTI Roadster Superrunde. Moment, ist das die richtige? Ich müsste sie zweimal haben. Ich hatte nämlich tatsächlich einmal richtig Lust auf GT. Und dann gab es keine neuen Saisonveranstaltungen zu fahren, sonst ist es halt immer umgekehrt. Und da habe ich mich nochmal hingesetzt und habe da nochmal eine bessere Zeit rausgeholt, bin damit ziemlich weit oben gewesen. Ne, können wir uns auch nochmal angucken, mal eben schnell so Volkswagen GTI Roadster Vision Gran Turismo auf dem Madrid-Kurs. Und der Wagen hat sich erstaunlich schön gefahren. Was nicht ganz so schön ist, ist die Cockpit-Ansicht, weil das Cockpit genau im Sichtfeld abschneidet. Aber wir können uns das jetzt einfach mal aus der Wiederholungsansicht angucken. Reifenqualm, aber noch gut durchgekommen. Oh ja, diese Beschleunigung, unglaublich. In der Kurve hatte ich Probleme. Entweder ich habe zu früh gebremst oder ich bin voll in die Bande. Diesmal auch ganz leicht angeeckt. Aber durchgekommen, ohne dass ich disqualifiziert wurde. Hier hole ich sehr, sehr, sehr weit aus. Reifen natürlich am Qualm, so muss es sein. In die rechts, sehr weit außen angefahren, gut durchgekommen. Leichter Drift.
Sehr schöne Einstellung, wie ich da über den Curb fahre. Sehr, sehr schön. Ich hätte ja gerne die Möglichkeiten, die sie bei Polyphony selbst haben, wie sie zum Beispiel die ganzen Vision GT Trailer machen und so. Dass man wirklich manuell einstellbare Kameras hat, dass man eine Kamera machen kann, die von hinten an den Wagen ranfliegt und dann aufs linke Vorderrad und so Sachen halt. Das wäre schon echt cool. Naja, das war's jetzt erstmal mit dieser Folge und in der nächsten dann, wie gesagt, Saisonveranstaltungen und zwar nicht X, sondern wie ist das, DP100 und das 2020 Concept Car von Nissan. Gut, ne? Dann bis bald. Tschüss.